Ich grüße Sie und heiße Sie zu diesem Video willkommen. In dieser Videoreihe lernen Sie, wie Sie die Regeln des erfolgreichen Tradings anwenden können, um Ihre Handelsergebnisse in den nächsten 12 Monaten zu verbessern, indem Sie die Grundlagen des erfolgreichen Tradings nutzen. Eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich zu treffen hatte, als ich mit dem Handel begann, war die Entscheidung, was ich in meinem Leben erreichen wollte. Was wäre der beste Weg, um einen Gewinn zu erzielen? Nach welchen Kriterien sollte ich entscheiden, ob ich kaufen oder verkaufen sollte? Mit der altbewährten Methode von Versuch und Irrtum zu beginnen, erwies sich nicht als kluge Idee. Tatsächlich stellte ich fest, dass die Kurse zu wissen schienen, was ich tat, und sich in die entgegengesetzte Richtung entwickelten, als ich es erwartet hatte. Also begann ich, mir Notizen darüber zu machen, was ich tat, um meine Fehler später erkennen zu können. Auch wenn ich damals überzeugt war, sehe ich heute, dass das entsprechende Einstiegssignal nicht in der Lage ist, die Zukunft exakt vorherzusagen, wie ich zunächst glaubte. Das ist nicht der entscheidende Faktor dafür, ob eine Handelsmethode erfolgreich ist oder nicht. Heute beruhen alle meine Handelsstrategien auf einigen wenigen fundamentalen Gesetzen, und diese Gesetze haben sich für mich immer wieder als erfolgreich erwiesen. Ich habe einmal von einem Mann namens Earl Shoaff gehört, der sagte, dass die grundlegenden Regeln der Natur für jeden gelten und dass sie, egal was sie tun, immer den Gesetzen der Schwerkraft unterliegen werden. Earl Shoaff war ein Mentor von Jim Rohn, und Jim Rohn war ein Mentor von Tony Robbins, und die beiden waren befreundet. Sie haben ihr Wissen von Generation zu Generation weitergegeben, und die Schwerkraft ist heute noch genauso real wie vor 60 Jahren, denn sie ist eine Grundregel des Universums. Die Schwerkraft ist im Handel nicht von Bedeutung, aber es gibt noch andere Grundregeln, die Sie in diesem Fall berücksichtigen sollten. Das Gesetz der großen Zahlen ist das erste und grundlegendste aller Grundgesetze. Es ist äußerst wichtig, da es die Verbesserung der Wahrscheinlichkeit für ein System ermöglicht. Am einfachsten lässt es sich mit Hilfe eines Münzwurfs beschreiben. Wenn Sie eine Münze werfen, erhalten Sie fast immer entweder Kopf oder Zahl, zumindest die meiste Zeit über. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf dem Rand landet, ist sehr gering. Wenn Sie sie nicht rechtzeitig fangen, rollt sie wahrscheinlich über den Boden und unter den Schrank. In den meisten Fällen werden Sie jedoch entweder den Kopf oder die Zahl erhalten, und das ist es, was Sie erwarten können. Wenn Sie eine Münze 5-mal werfen, erhalten Sie vielleicht 3-mal Kopf und 2-mal Zahl, je nachdem, wie oft Sie werfen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die eine Seite der Münze effektiver ist als die andere Seite. Wenn Sie Ihr Trading von diesem Ergebnis abhängig machen, begehen Sie den sogenannten Basissatzfehler, der wie folgt definiert ist. Laut Investopedia handelt es sich dabei um einen kognitiven Fehler, bei dem der Basis- oder Ausgangssatz bzw. das Potenzial zu wenig berücksichtigt wird. Wenn Sie eine Münze 10.000 Mal werfen, können Sie sehr sicher sein, dass jede Münzseite etwa 5.000 Mal zu sehen sein wird. Dies ist ein Beispiel für das Gesetz der großen Zahlen in Aktion. Als Thomas Edison versuchte, die Glühbirne zu entwickeln, machte er sich dieses Gesetz zunutze. Als er darauf angesprochen wurde, sagte er, dass er sich darüber im Klaren war, dass ihm irgendwann die Möglichkeiten ausgehen würden, zu erklären, warum eine Glühbirne nicht funktionieren würde. Wir alle kennen das Gesetz der großen Zahlen und wenden es in einer Vielzahl von Situationen an, zum Beispiel bei Wahlprognosen. Mit einem großen Basissatz ist es möglich, die Qualität Ihrer Annahmen zu erhöhen, was Ihnen helfen kann, Ihre Ergebnisse zu verbessern und Wahrscheinlichkeiten zu erhalten, die über dem allgemeinen Durchschnitt liegen. Stellen Sie sich einen Roulette-Tisch vor, an dem das Haus langfristig immer die Nase vorn hat. In diesem Video haben wir besprochen, wie Sie das Gesetz der großen Zahlen nutzen können, um eine überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit zu erhalten. Im nächsten Video werden wir das Phänomen des schwarzen Schwans besprechen, das erstmals von Nassim Nicolas Taleb beschrieben wurde, der zufälligerweise auch ein Trader ist.